Die OP gut überstanden. Sie machen gute Fortschritte, Herr Michel. Das Problem war mit der Umgangssprache. Diese Freude, wenn Patienten sich bedanken. Das wäre das. Gut, dann können wir Übergabe machen. Charité Berlin, 14 Uhr. Samet Koschja beginnt seinen Dienst in der Neurochirurgie. Der ausgebildete Krankenpfleger stammt aus Albanien. Es gab viele von uns, die gerne zur Charité kommen wollten und nur ein paar haben die Chance gehabt. Und darauf bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Chance hatte, hier zu arbeiten. Ich habe 10 Monate lang Deutsch in Albanien gelernt, von 0 bis B2-Prüfung-Niveau. Und dann habe ich mich für die Anerkennung vorbereitet. 4 Prüfungen musste Samet absolvieren. Im Januar 2017 konnte er schließlich an der Charité anfangen. Hallo, Herr Michel. Ich bin der Pfleger Samet. Ich bin heute im Spätdienst für Sie zuständig. Wie geht es Ihnen? Im Spätdienst sind wir zu zweit immer. Und dienstags und donnerstags ist die große OP-Tage. Da arbeiten wir zu dritt im Spätdienst. Erstmal stellen wir uns vor und dann fragen wir die Patienten, ob die was von uns brauchen. Und dann wird Blutdruck gemessen, Vitalzeitenkontrolle machen wir und wir kümmern uns, dass die Patienten Fortschritte hier machen. Dann schreibe ich mal Ihre Vitalwerte auf. Heute früh war der Blutdruck auch in Ordnung. Empathie, das ist das Wichtigste, denke ich. Wenn man nicht versteht, wie der Patient sich fühlt, dann kann man nicht richtig den Patienten versorgen. Wenn ich nichts weiteres für Sie tun kann, dann mache ich weiter. Bis später, Michel. Wir sind zuständig auch für die Therapie, Antibiotikumgabe, Medikamentengabe und Schmerzmittelgabe, was der Patient braucht. Es gibt viel zu tun. Wir sind sozusagen den ganzen Tag unterwegs. Der Beruf ist schwer, aber wenn Patienten sich bedanken und gesund nach Hause gehen, das freut mich sehr. Also wenn jemand ausfällt, dann ist es ein bisschen anstrengend für uns. Aber jetzt kann ich nicht sagen, dass ich was ungern bei meinem Job mache. Naja, doch, vielleicht, wenn ich einspringen muss. Einige Dinge sind anders in Deutschland als in Albanien. Berichte und PC, das kostet uns viel Zeit. Das machen wir in Albanien nicht. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, ist die Dokumentation so wichtig, dass man 2 Stunden am Tag verbringt? Aber jetzt denke ich, ist wirklich wichtig, die Dokumentation. Wenn nicht geschrieben, dann ist nicht gemacht worden. Natürlich war das erste Problem mit der Sprache und besonders mit der Umgangssprache. Da habe ich wirklich Probleme gehabt. Aber deutsche Umgebung, jeden Tag ein neues Wort gelernt und ich wurde sehr von den Kollegen unterstützt und dann hat es geklappt. Das war wirklich schwer am Anfang, ohne Familie, Bekannte hier zu wohnen und bis man Freunde findet, ist ein bisschen schwer am Anfang. Die Pause dürfen wir außerhalb der Station machen und manchmal, wenn das Wetter gut ist, gehe ich runter und genieße die Sonne, was mir eigentlich hier in Deutschland fehlt. Aber sonst vielleicht einen Kaffee trinken, was essen und mit der Kollegin quatschen. Ich habe sehr oft Fragen, wie es alles hier in Deutschland läuft. Hier in Deutschland gibt es auf jeden Fall viel mehr Ämter als in Albanien und manchmal habe ich Fragen, wie mache ich das und an wen kann ich mich wenden. Ich möchte mich weiterentwickeln und jetzt mache ich mein C1-Niveau und ich wäre bereit, nächstes Jahr was zu studieren. Ich glaube, Pflegepädagog, das macht mir Spaß. Was ich empfehlen würde, den Kollegen, die nach Deutschland kommen wollen, erstmal die Sprache gut lernen. Die Sprache ist wirklich, wirklich wichtig. Dann gedulden. Es wird alles dauern, bis man die Familie hierher holt. Aber am Ende lohnt es sich. Meine Frau ist vor ein paar Tagen gekommen. Es hat lange gedauert, Prozedere mit dem Visum, aber es hat geklappt und jetzt bin ich ganz froh. Und ich kann jetzt schon sagen, ich fühle mich schon wie zu Hause hier. Jetzt, dass meine Frau da ist.